geht weiter mit meinem Modernisierungsprojekt. Es geht um das Bulls, bei dem ich das letzte Mal die Gabel getauscht habe. Bei den Laufrädern dieses Fahrrads möchte ich gerne die Narben warten. Und zwar hat das sogenannte Konuslager. Grundsätzlich ist es so, das ist jetzt ein sehr altes Lager hier, aber auch die modernen Shimano Konuslager, die unterscheiden sich meistens nicht so sehr. Die sind dann nur ein bisschen anders von der Dichtung, aber im Prinzip sind die vergleichbar. So, ich beginne jetzt hier mit dem Vorderrad. Ich habe hier den Konus am Vorderrad auf beiden Seiten jeweils und der hat hier eine Verflachung, mit dem ich mit dem Werkzeug ansetzen kann, und diese Mutter hier außen, die hat auch eine Verflachung. Und ich mache jetzt Folgendes: Ich gehe mit dem Konusschlüssel rein. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den richtigen finde. Den kleinstmöglichen, das ist dieser hier. Und ich schaue mal, dass ich auf der anderen Seite den passenden Schlüssel finde. Dazu nehme ich jetzt hier aus dem Satz diesen hier. Der hier müsste passen. Und diese beiden Muttern sind jetzt gegeneinander gekontert. Das heißt, ich schaue jetzt, dass ich die gegeneinander löse, beziehungsweise die untere festhalte und die obere abdrehe. Dann setze ich den Konterschlüssel jetzt hier auf der anderen Seite an. Schaue, dass ich hier festhalte. So. Und dann müsste ich den Konus, hier ist noch eine Unterlegscheibe, die muss ich noch rausnehmen. Und dann müsste ich jetzt den Konus normalerweise abschrauben können. So, und ab jetzt muss ich aufpassen. Jetzt komme ich an den Punkt, bei dem die Kugeln tendenziell frei liegen. Das heißt, ich muss eben aufpassen, dass mir jetzt keine Kugel abhaut und irgendwie auf den Fußboden fällt oder sowas. Der Worst Case wäre jetzt, wenn so eine Kugel verloren ginge. Das wäre ziemlich doof. Man kriegt die Kugeln zwar nachgekauft, aber naja, dann könnt das Rad erstmal nicht nutzen und müsst Geld ausgeben. Am besten mache ich jetzt Folgendes. Ich schiebe mal diese Schale schon mal drunter, für den Fall, dass mir schon mal Kugeln wegfallen. So, das ist der Konus. Da sieht man, hier ist die Schleiffläche, da laufen die Kugeln drauf. Und den tue ich hier erstmal mit rein. Jetzt kann ich die Achse nach unten wegnehmen und jetzt können es schon sein, dass mir die ersten Kugeln entgegenfallen. Sind sie nicht, aber ne, so gut sieht das Fett jetzt auch nicht aus, aber ehrlich gesagt habe ich auch schon Schlechteres gesehen. Achse kommt hier rein. So, und jetzt heißt es, die Kugeln hier rausnehmen. Hier sind jetzt überall Kugeln drin, die müssen... Ich ziehe das mal ran, man sieht jetzt hier wahrscheinlich die Kugeln. Und jetzt ist die Aufgabe, diese Kugeln hier erstmal rauszubekommen, damit ich weiter sauber machen kann. Dazu nehme ich einen Gegenstand und nehme die hier ganz vorsichtig raus, wirklich ganz vorsichtig, dass er nichts, passt auf, dass er nicht zerkratzt und die Kugel, die Lagerflächen nicht kaputt macht. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt drehe ich das Rad ganz vorsichtig, dabei passe ich auf, dass mir keine Kugeln wegfallen. Dann gehe ich auf die andere Seite und schubse die Kugeln wieder nach unten durch. Sehr hilfreich kann auch eine Taschenlampe sein, dass man mal guckt, ob hier noch eine Kugel klebt. Ich sehe zum Beispiel, dass hier unten noch eine einzelne Kugel klebt und die muss ich mit rausschubsen. Und jetzt kann ich die Kugeln zählen. Ich sehe hier 2 Kugeln, 4 Kugeln, 6 Kugeln, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Also ich habe hier 22 Kugeln, das ist eine gerade Zahl, das ist sehr wichtig. Wenn ihr jetzt eine ungerade Zahl hättet, würde irgendwo womöglich noch eine Kugel kleben oder ihr habt eine Kugel verloren. Jetzt geht es wieder zum Zusammenbauen. Ich benutze jetzt hier ein ganz normales Mehrzweckfett aus der Kartusche. Ich habe hier ziemlich viel Mehrzweckfett liegen und deswegen ist es irgendwie naheliegend, das zu nutzen. Ihr könnt natürlich auch ein spezielles Lagerfett nehmen. Mir reicht dieses Mehrzweckfett eigentlich. So, ich tue jetzt da Fett rein. Da kann schon eine ordentliche Portion Fett rein. Das ist gar nicht schlimm. Und dadurch, dass jetzt hier das Fett drin ist, dadurch kann ich jetzt die Kugeln nehmen und die Kugeln hier seitlich reinkleben. Also die kleben jetzt sozusagen im Fett drin. Und jetzt müsstet ihr sehen, dass hier 11 Kugeln drin kleben. Die kleben jetzt hier im Fett. Und dadurch, dass die im Fett kleben,
halten die jetzt ein bisschen. Ich muss jetzt natürlich trotzdem sehr, sehr vorsichtig mit dem Rad sein, wenn ich es jetzt drehe, dass mir die Kugeln nicht einfach wieder rausfallen. Jetzt drehe ich das Rad ganz vorsichtig. Passe auf, dass mir keine Kugeln hier rausfallen. Dann nehme ich wieder Fett und schmiere das auf der anderen Seite rein. Und dann fange ich auf der anderen Seite an, meine 11 Kugeln reinzutun. 11. So, 2 mal 11 Kugeln. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt nehme ich noch mal diesen Konus, packe hier noch ein bisschen Fett dran. Und schmiere den Konus so ein bisschen Fett hier auf den Konus. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich hebe das Rad ganz vorsichtig hoch, schiebe die Achse von hier hinten rein und jetzt muss ich aufpassen, dass ich die nicht verkante, dass ich nicht versehentlich Kugeln mit raushebele. Jetzt ist die Achse hier auf der einen Seite, steckt die drauf. Das heißt, ich kann jetzt auf die andere Seite, kann ich jetzt den Konus nehmen und den Konus wieder drauf schrauben. Und dabei halte ich hier immer von der Rückseite die Achse fest und drücke die hier jetzt gegen. Das heißt, ich habe jetzt mit dem Daumen habe ich hier die Speiche, mit den beiden Fingern habe ich jetzt die Achse, damit ich nicht versehentlich mir die nicht versehentlich nach unten abhaut und ich nicht versehentlich wieder Kugeln nach unten rausschubse. Was ich dann normalerweise mache, ist, dass ich die jetzt anziehe, so dass sie ein bisschen zu fest ist. Also wenn ich jetzt drehe, dann merke ich, wie sich die Kugeln drehen. Das heißt, das Lager ist jetzt ein bisschen fest. Und dann will ich mal gucken, ob ich die jetzt richtig eingestellt kriege. Das heißt, ich nehme jetzt wieder mein Konterwerkzeug. So, und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer quasi die große Schraube jetzt hier, die vordere Schraube anzuziehen. Und dann mit dem letzten Ruck, weil das Lager ein bisschen festgestellt ist, dann quasi den Konus gegenzuziehen. So habe ich es jetzt eingestellt bekommen, so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es läuft, wenn man jetzt dreht, läuft es schön weich. Man merkt die einzelnen Kugeln nicht. Wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, dass man die einzelnen Kugeln kratzen spürt, ist es zu fest. Man hört, dass die Lager laufen. Es gibt auch Lager, die ganz leise sind, bei denen hört man es ein bisschen. Aber das Lager hat kein bis kaum seitlichen Spiel, also eigentlich gar nicht. So, das erste Lager ist eingestellt. Das ist manches Mal eine ganz schöne Prukelei, bis das so wirklich richtig so ist, dass es mir gefällt. So, das Vorderrad ist fertig. Das Lager ist jetzt gewartet und jetzt mache ich das gleich nochmal mit dem Hinterrad. Und beim Hinterrad werde ich jetzt auch das Lager warten und dann kommt da neues Fett rein und dann sind die Räder soweit in Ordnung. So, das ist fertig, mein abgegradetes Bulls Mountainbike von 2001. Ich habe den Antrieb nochmal gereinigt, habe die Schaltung eingestellt, die Bremsen eingestellt und das Ganze ein bisschen geölt. Und ich bin auch schon mal Probe gefahren, es fährt sich tatsächlich richtig gut. Und ich freue mich, dass es fertig geworden ist.